Ich werde mein Erbe annehmen. Heißt das auch, du bleibst hier? Ja. Bist du allein hier? Ah, nee. Mit Sophie und einem Freund. Wie wär's mit noch einem Tänzchen, Madame? Mein Herr, ich werde gerade erst warm. Na gut. Ich glaube, das mit uns hat keine Zukunft mehr. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Sag das noch mal. Ich bin mir einfach nicht mehr sicher, ob das mit uns noch funktioniert. Aber warum denn nicht? Ich brauche Zeit, um über uns nachzudenken. Was gibt's denn da groß nachzudenken? Du liebst mich nicht mehr, es ist das. Hey, ich will wissen, ob du mich noch liebst. Kann sein. Kann sein? Ich weiß es einfach nicht. Nicht mehr. Dabei habe ich mir das mit uns so toll vorgestellt. Ja, ich mir auch. Es ist nur... Du bist manchmal noch so... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. So kindisch. Deine Eifersucht Corinna gegenüber, dein Verhalten in der Schule... Ich weiß, für ein Mädchen in deinem Alter ist das völlig normal, aber... Spar dir dein Aber. Du willst mich ja doch nur loswerden, um freie Bahn für Corinna zu haben. Anna, zwischen Corinna und mir ist wirklich nichts. Ich mag vielleicht kindisch sein, aber nicht blöd. Schöne Grüße an Corinna. Jetzt sag schon, woher weißt du, dass ich schwul bin? Das gesehen an der Art, wie du beim Trinken den kleinen Finger wegstreckst. Ich hatte die ganze Zeit über schon so ein komisches Gefühl. Ein komisches Gefühl? Aber sicher bin ich mir erst, seitdem ich dich im Eisstadion beobachtet habe. Wie du mit diesem José umgegangen bist. Was war daran denn so besonders? Ihr habt euch offensichtlich mal ganz gut verstanden. Na und? Viele Männer verstehen sich gut, auch ohne schwul zu sein. Aber es sind so diese berühmten Kleinigkeiten. Ein Blick, eine Berührung. Ach, das passiert auch in einer normalen Freundschaft. Schon, aber anders. Wieso hast du eine Beziehung zu Sophie angefangen, wenn du eigentlich auf Männer stehst? Weiß ich auch nicht. Ist eben passiert. Das glaube ich nicht. Naja, weil ich Sophie mag. Sie ist eine klasse Frau. Das ist sie. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass dir in einer Beziehung mit einer Frau bestimmt was fehlt. Okay. Manchmal fehlt vielleicht schon ein bisschen was. Wo steckt eigentlich Raja? Im Stall vermutlich. Also ich muss schon sagen, der Junge gehört jetzt zur Familie, hat Anspruch auf zig Millionen und arbeitet immer noch im Stall. Einer muss sich um die Tiere kümmern, solange du keinen neuen Stallburschen hast. Von dem kann so mancher noch was lernen, was Verantwortung und Bescheidenheit anbelangt. Weiß Gott. Barbara, ich muss dich mal sprechen. Bitte komm mal. Ja, was ist denn? Ich weiß, es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber es geht mir nicht aus dem Kopf. Was ist, wenn ich jetzt plötzlich sterbe? Oh Gott, sag das bitte nicht. Ja, ich weiß, über den Tod redet niemand gern, aber was ist, wenn es plötzlich zu Ende ist mit mir? Durch einen Unfall oder denk nur an Ben? Ja. Mal angenommen, es passiert mir was. Dann würde Clarissa die Hälfte meines gesamten Vermögens erben. Und die Frau, die ich wirklich liebe, geht leer aus. Aber ich will dein Geld doch gar nicht. Aber Clarissa will.
es ärgert mich maßlos, wenn ich nur daran denke, wie viel sie in einem solchen Falle bekommen würde. Aber wenn die Scheidung durch ist, steht dir gar nichts mehr zu. Und wenn mir vorher was zustößt? Da musst du durch ein Testament dafür sorgen, dass sie nicht mehr bekommt, als ihr zusteht. Hm? Ja, oder noch besser, ich werde einen Teil meiner Immobilien veräußern in Form von Schenkungen. An dich, an Julia, vielleicht auch an Ratscha. Du kannst nämlich gleich von deiner Liste streichen. Ich will nämlich keine Immobilie, sondern dich. Und das ganz lebendig. Dann sollten wir so schnell wie möglich heiraten. Hm? Und damit du siehst, dass ich es ganz ernst meine. Ich bin für Gütertrennung. Ich gehe schon. Morgen. Hi. Störe ich? Nee, komm rein. Ist Sophie schon weg? Die zieht sich noch um. Hast du schon gefrühstückt? Ja, in der Pension. Sag mal, habt ihr heute schon was vor? Nicht, dass ich wüsste. Warum fragst du? Ich brauche unbedingt eure Hilfe als Outfit-Berater. Wieso? Deins ist doch völlig okay. Gero, so kleidet sich doch kein Account Director in den obersten Etagen. Entschuldige, ich bin nur Arzt. Die tragen alle weiß, ob Assi oder Professor. In der Werbung ist das eben anders. An deiner Kleidung muss man sehen, welchen Stil du repräsentierst. Aha. Du meinst, ob klassisch, extravagant oder einfach von der Stange? Genau so. Und warum ziehst du da nicht deinen bisherigen Stil durch, beziehungsweise an? Weil meine Garderobe noch in London hängt. Ich konnte doch nicht ahnen, dass ich hier sofort so einen tollen Job bekomme. Deshalb muss ich mir jetzt was zum Anziehen kaufen und bräuchte dabei eure Hilfe. Eigentlich hast du recht. Das ist genau der richtige Tag zum Einkaufen und Geld ausgeben. Und du meinst, Sophie hätte Lust mitzukommen? Ich glaube nicht, dass sie sich eine solche Gelegenheit, 2 Topmodels in Aktion zu sehen, entgehen lässt. Clarissa, schön dich zu sehen. Wie geht es dir? Gut. Und dir? Ausgezeichnet. Das heißt, eine Sache bereitet mir ein bisschen Kopfzerbrechen und deswegen möchte ich gerne mit dir darüber sprechen. Unter 4 Augen. Ihr Wunsch ist mir Befehl, Schwager. Es wäre mir lieber, du bleibst. Deine übertriebene Freundlichkeit gefällt mir nämlich ganz und gar nicht. Nein, keine Sorge. Weißt du, jetzt, da auf Friedenau endlich wieder Ruhe eingekehrt ist, möchte ich ein für alle Mal klare Verhältnisse schaffen. Tu dir keinen Zwang an? Ich möchte meine Beziehung zu Barbara legalisieren. Als ob ihr wüsstet, wie man etwas Verbotenes tut. Dazu müsstest du aber endlich in die Scheidung einwilligen. Noch nicht mal geschieden und du denkst schon wieder ans Heiraten? Du bist wirklich hoffnungslos romantisch. Für mich ist die Ehe mehr als ein Vertrag, viel mehr. Ja, wenn das so ist, dann möchte ich deinem neuen Glück nicht länger im Wege stehen. Heißt das, du stimmst zu? Das kommt ganz drauf an, wie viele Millionchen mehr dir Barbara wert ist. Und jetzt die Preisfrage des Tages. Wer kommt als Erster zur Couch? Markus, Fröhlich oder Gero von Sterne? Ja, Erster. Ich gebe mich geschlagen. Aber nur was den Endspurt angeht. Im Geld ausgeben schlägst du eine Rekorde. Ich habe doch nur das Allernötigste gekauft. Ich auch. Mist. Ich habe in einer Stunde ein wichtiges Geschäftsessen. Hier, mach mal bitte auf. Hier, mach mal bitte auf. Sag mal, was genau hast du eigentlich vor? Ich zieh mich um. Hier? Aha. Na, auf der Straße ist das wohl ein bisschen kalt dafür. Das? Oder das? Oder doch lieber das erste? Wie? Es kommt drauf an. Worauf? Auf die Hose, die du anziehen willst. Stimmt. Gibst mir mal die Tüte mit den Hosen. Oder doch vielleicht lieber erstmal die kleine, da die schwarze. Ach, die? Die? Oder die? Das Kapitel Werther ist zwar abgeschlossen, trotzdem möchte ich ganz kurz noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die mir bei der Korrektur Ihrer Klausuren aufgefallen ist. Viele von Ihnen scheinen sich mit Lotte und ihren Gefühlen recht schwer zu tun. Was du eigentlich heute Morgen?
Bett. War dir nicht gut? Wie man's nimmt. Was ist denn passiert? Es ist aus. Was? Paul hat Schluss gemacht. Warum das denn? Er liebt mich nicht mehr. Warum kommst du dann ausgerechnet zu seiner Stunde in die Schule? Weil ich es unfair finde, wenn ich mich allein so beschissen fühlen muss. Gerolf, was glauben Sie geht in Lotte vor? Sie stellen vielleicht Fragen. Und dann wissen Sie immer, was in den Weibern vorgeht. Ich weiß, du sprichst nicht gern über Geld, aber hast du dir mal Gedanken gemacht, wie es in den nächsten Wochen mit dir weitergehen soll? Das Gericht wird noch einige Zeit brauchen, bis es Bens Vaterschaft bestätigt. Und vorher wird dir Tanja, wie ich sie kenne, keinen Pfennig rausrücken. Und als Stallbursche kannst du ja auch nicht mehr arbeiten. Warum nicht? Die Arbeit mit Pferden macht mir Spaß. Ich könnte dir einen Job in einer meiner Firmen anbieten. Und wenn du jetzt Geld brauchst, ich könnte dir was leihen. Vielen Dank, aber das wird nicht nötig sein. Ich habe doch in Indien bei der deutschen Familie gelebt und Herr Schönfeld hat mir etwas Geld hinterlassen. Aha. Er war sehr vermögend. Hm. Aber er war doch gar nicht verwandt mit dir, oder? Das nicht. Aber die Schönfelds haben meine Mutter und mich nie wie Fremde behandelt. Ganz im Gegenteil. Er hat sie in sein Haus aufgenommen, als niemand ihr helfen wollte. Als sie schwanger war? Ja, ja. Er gab ihr eine Stelle als Hausmädchen und hat dafür gesorgt, dass sie in ärztliche Behandlung kam. Und nach meiner Geburt, da hat er mich behandelt wie einen eigenen Sohn. Ich durfte mit seinen Kindern spielen und später schickte er mich sogar mit ihnen auf eine deutsche Schule. Hm. Dann hast du ja Herrn Schönfeld sehr viel zu verdanken. Ja. Wir hatten Glück im Unglück. Warum lädst du deine Mutter nicht mal hierher nach Friedenau ein? Ich habe vor ein paar Tagen mit ihr telefoniert. Die Zeit mit meinem Vater und seine Abreise nach Deutschland. All das hat tiefe Narben in mir hinterlassen. Und daran möchte sie nicht noch mehr erinnert werden. Wenn sie es sich mal anders überlegt, sie ist hier jederzeit herzlich willkommen. Danke. So, und nun wenden wir uns leiblichen Genüssen zu, ja? Na, komm. Ist ja gar nicht versalzen. Du liebst mich nicht. Kein Problem. Nein. Halt. So. Sieht lecker aus. Ich habe mir gedacht, in der kalten Jahreszeit sind frische Vitamine besonders wichtig. Du warst einkaufen. Ja, Frustshopping. Was ist denn los? Paul hat Schluss gemacht. Wie bitte? Einfach abserviert. Oh, Anna, das tut mir leid. Ach, Anna. Ganz sicher ist es besser so. Ist es nicht. Ich glaube, auch Paul denkt genauso. Er denkt an die Konsequenzen, die es hat, wenn eure Geschichte herauskommt. Das wäre mir egal. Anna, sag sowas nicht. Du bist so jung. Hast das Leben vor dir. Es wird andere Männer geben. Ich will aber keine anderen. Ich will Paul. Jetzt probier doch wenigstens mal. Tilda hat sich solche Mühe mit dem Stollen gegeben. Kein Hunger. Was ist denn los? Christoph ist mit Rajan ausgeritten. Ja, und? Ja, sag mal, merkst du denn nicht, dass Christoph viel mehr Zeit mit Rajan verbringt als mit dir? Fehlt nur noch, dass er ihm beim Ausmisten der Ställe hilft. Jetzt übertreibst du wieder mal. Nein, tue ich nicht. Seit Rajan wieder hier wohnt, habe ich ihn erst 2-3 Mal zu Gesicht bekommen, ohne dass er Christoph im Schlepptau hatte. Ich weiß, es ist schwer für dich. Aber du musst Christoph verstehen. Er versucht an Rajan das wieder gut zu machen, was er seiner Meinung Ben schuldig geblieben ist. Na, das kann ja dann noch eine Weile dauern. Außerdem glaube ich, dass Rajan sehr die Zuneigung Christophs braucht. Stell dir vor, er kommt nach Deutschland, um seinen Vater kennenzulernen. Er trifft ihn und er muss ihn beerdigen. Roberto musste auch wieder weg, kaum dass er hier war. Du kannst ihn aber jederzeit besuchen. Ja, schon. Und du hast auch die Chance gehabt, dass ihr euch beide als Vater und Tochter kennengelernt habt. Das war richtig schön. Na, siehst du. Dann gönn das den beiden doch auch. Sobald die beiden sich richtig kennengelernt haben, kannst du noch so viel Zeit mit Rajan verbringen. Ich glaube, jetzt habe ich doch ein bisschen Hunger. Na los. Ein
Moment lang habe ich gedacht, dass sich Markus die Unterhose auch noch auszieht. Ja, deinem Blick nach zu urteilen, konntest du es ja kaum erwarten. Ich? Du warst derjenige, dem fast die Augen rausgefallen sind. Ich habe seinen Körper aus rein anatomischem Interesse betrachtet. Ja, ja, und ganz besonders den Teil unterhalb des Bauchnabels, ne? Das habe ich nicht. Doch, hast du. Hab ich nicht. Doch, das habe ich ganz genau gesehen. Nein, habe ich Doch. nicht. Doch. Nein. Gib's zu. Nein. Doch, Nein. das hast du gemacht. Nein. Doch. Nicht. Mir ist jetzt nicht danach. Wieso? Kann es sein, dass er der Grund ist? Markus, wie kommst du denn darauf? Naja, ich meine, nachdem du José auf der Eisbahn getroffen hast, kann ja sein, dass du dich wieder nach einem Mann sehnst. Quatsch. Ich bin einfach nicht in Stimmung, das ist alles. Gero, ich merke doch ganz genau, dass was nicht stimmt. Es ist nichts, ehrlich. Wirklich? Ich kann verstehen, wenn er dich mit seiner Show angemacht hat. Außerdem sieht er gut aus. Also gut. Ich hätte ihm am liebsten die Shorts runtergerissen und auf der Stelle mit ihm geschlafen. Zufrieden? Was soll das heißen? Das verbietet Ihnen Ihre Standesehre. Dann wollen Sie mir in dieser Angelegenheit also nicht behilflich sein. Gut, wie Sie wollen. Anwälte gibt's heutzutage an jeder Ecke. Idiot. Probleme? Mein Herr Anwalt hat plötzlich sein Gewissen entdeckt. Er hat Skrupel, ein paar Millionen von Bens Vermögen zur Seite zu schaffen. Ich kann diesem indischen Bastard doch nicht die Hälfte von Bens Vermögen überlassen. Dann beherzigst du also meinen Rat? Ja, was dachtest du denn? Es fragt sich nur, wer mir jetzt bei meiner Transaktion zur Hand gehen könnte. Ich kenne da einen jungen, fähigen Anwalt, der für ein gutes Honorar alles macht. Mark Gebhardt. Der ist wirklich gut? Nicht nur in seiner Kanzlei. Was ist denn hier los? Gibt's was zu feiern? Ja, ich habe euch aus 2 Gründen hierher gebeten. Erstens wollte ich mich bei euch bedanken dafür, dass ihr mir nach Bens Tod die Kraft gegeben habt und mir gezeigt habt, dass das Leben weitergeht. Und zweitens? Zweitens möchte ich eine alte Familientradition fortsetzen. Es ist üblich, dass der jüngste männliche Nachfolger der von Anstettens diese Uhr erhält. Ich hatte sie Henning anvertraut, aber mein Sohn, nun ja, das ist eine lange Geschichte. Nun hat sie mir Ben zurückgegeben, in der Hoffnung, dass ich sie eines Tages meinem Sohn zurückgeben kann. Das Schicksal hat es anders gewollt und nun stehe ich hier vor dir anstelle deines Vaters, um dir die Uhr auszuhändigen. Aber das kann ich nicht annehmen. Doch, doch, das kannst du. Du gehörst jetzt zur Familie. Sie steht dir zu. Ich bin sicher, dein Vater hat es so gewollt. Danke. Ja, nun lasst uns anstoßen. Auf Rajan und eine glückliche Zukunft. Was soll ich denn jetzt machen? Sprich doch noch mal mit ihm. Wie denn? In der Schule ignoriert er mich total. Und privat hängt er ständig mit dieser Hadela rum. Du glaubst also, er hat eine andere? Klar. Warum sollte er sonst mit mir Schluss machen? Keine Ahnung. Er wird dir ja einen Grund gesagt haben. Ja, das hat er. Ich wäre ihm zu kindisch und zu eifersüchtig. Und ich würde mir diese Beziehung mit der Hadela nur einbilden. Der glaubt wohl, ich habe keine Augen im Kopf. Also gut, wenn das so ist, dann fahre ich jetzt hin und hau ihm auf die Fresse, okay? Nein. Warum nicht? Weil... Weil du ihn liebst? Du liebst einen Typen, von dem du glaubst, dass er mit einer anderen rummacht? Paul würde mich niemals betrügen. Er liebt mich doch. Glaube ich jedenfalls. Dann dauert es bestimmt nicht mehr lange, bis alles wieder gut ist. Also Shopping mit Gero und Sophie macht wirklich Spaß. Die beiden haben sich richtig Mühe gegeben, mich zu beraten. Kamen dabei gar nicht dazu, sich selbst was zu kaufen. Ach, macht doch nichts. Also Geros Jeansjacke ist ja noch in 50 Jahren modern. Hm? Fragen mich nur, wo die beiden bleiben. Wenn man vom Teufel spricht. Da du bist, wo ist denn Gero? Gero ist ein bisschen daneben.
Das heißt, er möchte lieber einen ruhigen Fernsehabend machen. Oh, das klingt mir aber sehr nach der ersten kleinen Krise im Trautenheim. Das macht doch nichts. Wenn Gero keine Lust hat, mitzukommen, dann soll er eben zu Hause bleiben. Machst du uns 2 Gläser Champagner, bitte? So, wir sitzen uns also hin. Gut. Was machen wir denn jetzt mit dem angebrochenen Abend? Wir könnten uns ja hemmungslos über das Showgeschäft unterhalten. Hallo, Paul. Ach, Quatsch. Lieber Paul, ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll. Es kann doch nicht vorbei sein mit uns, bevor es richtig angefangen hat. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich nach dir sehne. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich nach dir sehne. Inzwischen ist mir auch klar geworden, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich jemals so eifersüchtig sein kann. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass ich jemanden so lieben würde. So wie ich dich liebe. So, ihr beiden, kommt gut nach Hause. So, und jetzt raus. Tschüss. 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 Hast du nicht auch mal davon geträumt, auf einer Bühne zu stehen? So vor Tausenden von Fans? Oh nein. Aber diesen Traum überlasse ich lieber meinem kleinen Bruder. Der möchte gerne Musiker werden. Feierabend. Okay. Ja, aber du musst doch auch von irgendwas träumen. Also das Einzige, wovon ich jetzt träume, ist mein Bett. Du kennst dich ja aus. Nacht, ihr beiden. Danke. Bis Nacht. morgen. Und worauf hast du jetzt Lust? Nee, ich mag was. Ja, Ich muss jetzt gehen. gar nichts musst du. Warum schläfst du heute nicht einfach bei mir?